Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich habe auf jeden Fall keine Grenze mitbekommen. Aber ich glaube, ich bin in Dänemark angekommen. Hier sieht schon mal alles roter aus als bei uns und nasser. Und es geht bergab. Geil! Hab auf jeden Fall schon direkt richtig geilen Boden erwischt. Hi! Tschüpp! Hallo! Achso, moin! Oh, hab ich da gerade Bock drauf. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt kannst du keinem Menschen mehr hingehen. Hey, hast du Bock mir zu helfen? Ja, hi! Dänemark! Ah, so sieht eine Grenze aus, fällt mir gerade ein. Moin! Eine Sonne ist da, wir haben jetzt 10 oder so und dann muss ich noch da. Okay. Die erste Stadt in Dänemark. Ja. Also ich bin hier jetzt auf jeden Fall gerade mal so eine halbe Stunde, irgendwie, keine Ahnung, eine Weile halt. Ewig lang eine Straße lang gefahren. Die Straßen sind hier ein bisschen komischer, also der Asphalt ist auf jeden Fall saurau. Aber so sieht Dänemark aus nach 10 Minuten. Und nun werde ich meine allererste Zigarette in Dänemark rauchen. Schmeckt haargenauso wie in Deutschland. Echt. Ja, Mann! Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Nach einer eigentlich relativ gefühlten kurzen Fahrt bin ich jetzt da angekommen. Da ist Flensburg, da ist Appenrade. Ich muss mich kurz an den Strand setzen, weil ich auch mal ausruhen will. Ich bin sauschnell, Mann. Die haben hier Geld mit Löchern drin. Jetzt erstmal mit dem anderen Geld klarkommen. Voll die Gewöhnungssache. Ich muss nur mal genau gucken, was da, wie, wo. Ich gehe gleich mal zur Bank und gucke, was die mir so gibt. Ich muss euch auf jeden Fall noch mal ganz kurz zeigen, wie man hier in Dänemark vorankommt. Also das ist alles nur Seitenstreifen, aber das ist offiziell zugelassen und das ist sogar der offizielle Radweg. Eier muss man haben, ganz einfach. Aus irgendwelchen für mich komplett unerklärlichen Gründen bin ich verdammt schnell hier unterwegs in Dänemark und ich bin gerade an einem mega krass tollen Punkt angekommen, wo es einfach mal heißt, such dir ein Tor aus. Da ich kein Wort von dem, was hier auf diesen Dingern steht, verstehe und auch meine Landkarte auf Deutsch ist und hier alles auf Nicht-Deutsch draufsteht, habe ich nicht den leisesten Schimmer, wo ich hin will. Ich suche mir gleich mal einfach irgendwas aus. So, jetzt habe ich die erste Nacht in Dänemark verbracht. Bin hundemüde. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. Sardinen und Brot, die ich es liebe. She's got a little house in town. I sometimes go around there to see her. Also heute ist der Tag 24. Ich bin jetzt ein paar Kilometer hinter Hedderslef. So heißt es auf Dänisch, Hedderslef. Ich mache jetzt gleich los auf dem Weg nach Kolding. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das auf Dänisch heißt. Und 10 Kilometer nördlich, da hat mich ein Ehepaar, das ich in Brunsbüttel, als ich einen Tag Pause gemacht habe, an Tag 17, ihr könnt euch vielleicht erinnern, da habe ich ein älteres Ehepaar kennengelernt, die haben mich eingeladen zu sich nach Hause. Die wohnen 10 Kilometer oberhalb nördlich von Kolding. In einer kleinen
kleinen Stadtdorf, keine Ahnung, namens Almen. Ja, und gleich geht's weiter. I know that she don't mind if I go in now. Don't call, I know that she don't mind if I'm absent to it all. I know that she don't mind if I go in now. Don't call, I know that she don't mind. Jetzt habe ich eben gerade einen Dänen gefragt, ob er mir zufälligerweise den Weg nach Almen sagen kann. Und dann hat er mich natürlich direkt zu sich nach Hause eingeladen, hat mir natürlich direkt ein Bier gegeben und hat mir natürlich noch direkt ein Bier gegeben für unterwegs und hat mir jetzt perfekt den Weg nach Almen erklärt. Ja, 10 Kilometer bin ich jetzt noch entfernt von Almen. Übrigens voll die geile Aussicht. Und immer noch Gegenwind. Okay, da ist ein Schild mit Nummer 51 bis 67. 57. Perfekt. Wie geht's? Mir geht's perfekt. Ein ganzes Drücken. Hi. Ja, gut. Hi, hi, hi. Ja, komm mal rein. So, also es ist jetzt auf jeden Fall das nette Ehepaar, wo ich eingeladen wurde, die ich in Brunsbüttel kennengelernt habe, an Tag 17. Ja. Und genau, jetzt fahre ich wieder weiter. Ja, gut. Ja, leg dich erstmal hin, du hast einen harten Tag. Jetzt kommt mal wieder der Part der dicken Eier. Dicke Eier! Meine Eier sind dicker als meine Beine. Okay, kann schon sein, dass ich ein bisschen übertreibe, aber ohne Scheiß. Ich weiß, du schreist, wenn ich die Hoden zeig. Sie sind so schwer, sie helfen mir, dass ich am Boden bleib. Deine Eier sind nur totes Fleisch, meine sind groß und reif. Und darum sind die Hosen oben weit. Die beiden sind verantwortlich für Ebbe und Flut. So riesig, auch mit nur einem hätte ich genug. Also komm mir nicht mit Regeln. Nebenbei, ich habe eben gerade festgestellt, guck mal, Hände frei, ich kann mein Skateboard mir einfach ins Genick legen. Es drückt zwar ein bisschen, aber ich habe die Hände frei. So geil. Ich überquer die erste von 3 Brücken. Entweder Eier oder Feierabend. Wenn dieser Tag kommt, kann mir nicht wieder mal die Pfeife bleiben. Hilft kein Wein und kein Klagen, du musst Eier haben. Dieses Leben, erst Geisterbahn, dann Leichenwagen. Um die Scheiße zu ertragen, musst du Eier haben. Große Eier, dicke Eier. Mit 2 großen Medizinballeiern wird sich's leichter. So, okay, wie gesagt, Brücke 1 von 3 überquert. Und nun kommen die anderen. Und jetzt muss ich gleich nochmal mich ein wenig verpflastern. Ich habe nämlich eine kleine Pushblase. Aber erstmal ein Bier trinken. Man nehme ein Toilettenpapier und man nehme ein Stück Panzerband. Zur Sicherheit man nehme noch ein weiteres Stück Panzerband. Ein Pflaster für zwischendurch. Für den kleinen Schmerz. Da ich seit gut einer Stunde nur Rückenwind habe, ich muss nämlich seit einer Ewigkeit einfach gar nichts mehr machen. Der Wind ist heute so geil. Ich glaube, ich werde den ganzen Tag nur noch Chips essen. Für jeden Kilometer 5-mal reintreten. Und probiere den Tag zu chillen. Ey, glaub mir, Digga, du kommst ohne nicht weit. Hab die Kochonis dabei, deshalb die Hose erbreicht. Hab so viel Ich war gerade an so einem Obststand und wollte fragen, ob er Apple hat. Hat er gemeint, nee, Tomaten schmecken aber saugut. Dann wollte ich halt nur eine kaufen. Er hat sie nur in so Bünden gehabt. Dreht er sich um und checkt mir einfach eine Tüte. Die Dänen sind echt ein super freundliches Volk. Man muss nur mal Hallo sagen und kurz ins Gespräch kommen. Ich hab die Dänen gern, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall in irgendeiner fetten Großstadt gerade gelandet. Viele Menschen. War ich den ganzen Tag total am Durchpowern. Habe ein stark prozentiges Bier getrunken. Ich würde gerade am liebsten genau jetzt hier einschlafen.
Oh. 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 Guck mal, was da gerade mein Rucksack eingenommen hat. Das ist eine ganz ulkige Fortbewegungsart und Weise, fällt mir gerade mal so ein. Also ich habe mir mal wieder ein schönes kleines Plätzchen im Wald ausgesucht, ist aber jetzt auf jeden Fall nicht so weit im Abschuss wie der letzte Platz. Ich gehe auf jeden Fall die Fläche, die ich denke, die ich brauche vom Zelt, immer so ein bisschen ab mit dem Schuh und schiebe das ganze Zeug halt beiseite, den ich zufälligerweise auch rausnehmen kann. Tada! Ja, dann baue ich mal das Zelt auf, so wie fast jeden Abend. Ich freue mich schon, es morgen früh wieder zusammenzubauen, wie fast jeden Morgen.